Heute habe ich Bock auf was Wildes und was mit Herz. Bis gleich. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Pomade-Review mit mir, dem Flo vom Pomade-Shop aus unserem Ottobrunner Showroom in Ottobrunn. Heute stelle ich euch den neuesten Streich der MG-Pomaden vor, nämlich die Wild Heart. Da haben wir ja schon mal die anderen Pomaden reviewed. Wenn ihr zum Beispiel das Outlaw-Review sehen wollt, das ist die sehr feste Pomade, seht ihr die hier oben. Hier habe ich jetzt die Wild Heart, ist die Light-Pomade oder die weiche Pomade, deswegen... Hier steht es auch nochmal drauf, Soft, 1 von 4 Punkten. Vom Michael, unserem Freund aus Berlin gebraut, handgebraut, in der eigenen Küche. Eine wirklich tolle und schöne Pomadendose, genauso wie man es halt gewohnt ist, wie von den anderen MG-Pomaden mit diesem Wildwest oder in dem Fall wieder Indianer-Motiv, allerdings mit der Squaw diesmal drauf. Einer geilen großen schwarzen Dose. Ist eine klassische ölbasierte Pomade. Schaut innen drin so aus, ein kräftiges Gelb. Und vom Duft her ist es jetzt, also man merkt, dass es sich in die Reihe der anderen MG-Pomaden einfügt. Man hat hier wieder so eine Noten aus den anderen drin, also man hat hier so ein bisschen, ja, ein bisschen was Ledriges drin, ein bisschen was, vielleicht auch was ganz, ganz leicht Rauchiges in der Unternote, aber was man auch hier deutlich rausriecht, ist was Blumiges oder was ein bisschen nach Blüten riecht und auch so ein bisschen... Ja, ledrig habe ich schon gesagt, genau. Es ist so ein Mix aus ledrig, blumig, ganz leicht rauchig unten drin vielleicht noch. Also fügt sich perfekt in die anderen MG-Pomaden sozusagen ein. Und ja, Light-Pomade, das ist absolut richtig. Ich gehe hier mit dem Finger rein und es ist super, super schmierig, super weich. Aber dazu kommen wir gleich. Ich wollte mir nämlich erstmal noch meine Haare, die zwar schon noch ein bisschen feucht sind vom Haarewaschen, aber wollte ich mir erstmal mit einem Hair Tonic erfrischen. Und in dem Fall benutze ich kein richtiges Hair Tonic an sich, sondern eine Cologne, das ist das Florida Water, kann man aber auch als Hair Tonic verwenden, kann man auch als Aftershave verwenden, kann man als Duftwasser verwenden, kann man als Cologne verwenden. Deswegen glaube ich nämlich, dass die Düfte, das ist nämlich ein schöner zitrischer Duft, sehr gut harmonieren, deswegen mache ich mir heute mal das Florida Water als kleine Erfrischung vorher rein und um die Haare hier an den Seiten, wo sie jetzt schon trocken waren, vor allem noch mal ein bisschen anzufeuchten, dass sie sich besser frisieren lassen. So, ach, der Duft vom Florida Water ist einfach immer wieder fein. So. Dann gehen wir zurück zur Pomade. Also, schon gesehen, ich hole mir jetzt mal so einen Finger raus. Das ist eine sehr zäh, klebrige, schmierige Angelegenheit, so wie es halt einfach für eine klassische, überdehte Pomade sich gehört. Jetzt so von der Optik könnte man eigentlich sagen, ich habe eine Sweet Georgia Brown auf der Hand, weil es nämlich so eine gelbe, schmierige Pomade ist und die fühlt sich auch so von der Festigkeit ähnlich an, es wurde aber sogar ein bisschen weicher, würde ich sagen. Also es geht dann schon eher Richtung Mary Superlight. Vielleicht nicht ganz so weich, aber auf jeden Fall schon absolut eine Soft-Pomade. Und dementsprechend geht die auch super gut in die Haare rein. Schauen wir mal natürlich noch ein bisschen mehr. Wenn es schon glänzen soll, dann richtig. MG-Pomaden ist ja noch eine relativ junge Pomadenmarke, die ist im Jahr 2019 erst auf den Markt gekommen. Das sind die heimgebrauten Pomaden, wie gesagt, von unserem Freund Michael Gildert aus Berlin, der da viel Liebe und Herzblut reinsteckt, der die Rezepte entwickelt hat und lange an den Duftnoten gefeilt hat. So. Und jetzt kämmen wir das mal nach hinten und das ist super easy und die Haare lassen sich richtig, richtig geil slicken. Wenn man das jetzt so nach hinten kämmt, bleibt es eigentlich alles direkt liegen, wo es sein soll. Ich hätte quasi direkt eigentlich einen Slickback frisiert. Aber ich habe natürlich wieder meinen Scheitel. Hier können die Haare gerne nach hinten angelegt sein. Aber hier vorne möchte ich dann doch ein bisschen Volumen haben. Boah, und das geht mit der auch Ass rein. Ich kann echt auch nicht... Also wenn man gerade Haare hat wie ich, könnte ich mir jetzt hier die super Kante aufstellen. Bin ich aber nicht so der Fan von. Ich mache es dann doch lieber ein bisschen nach
vorne gezogen, versuche ich jedenfalls, dass es ein bisschen runder aussieht, so gut ich kann. Aber ich bin da auch nicht so gut drin. Aber ich komme auch echt gut in die Höhe damit. Also wenn man nicht so schwierige Haare hat, so Locken oder zu krasse Wellen, dann ist die Wild halt absolut klasse. Die hält alles sehr gut zusammen. Meine relativ geraden Haare hält sie auch prima nach oben, aber gleichzeitig auch nach unten, da wo ich sie nach unten kämme. Und was halt natürlich bei einer weichen Pomade nicht fehlen darf, das ist halt der Bombenglanz und den habt ihr hier absolut. Ja, also schaut euch das mal an. Das kann sich schon sehen lassen. Da geht mir als Fan vom Glanz richtig das Herz auf. Das ist eine saugeile Homebrew-Pomade. Softe Homebrew-Pomaden sieht man ja relativ selten, gibt es nicht so viele. Hier eine der wenigen und die ist gleich mal richtig geil. Ja, also ihr seht, die Pomade, die hat auf jeden Fall schon längst Einzug in mein Badezimmer gehalten und wird auch fleißig verwendet, weil ich nämlich echt ein Fan von der bin. Ist jetzt, glaube ich, so tatsächlich meine liebste MG-Pomade, weil ich halt auf Lights einfach stehe. Also schaut, wenn ihr auch auf Light steht, unbedingt mal die Pomade an. Könnt ihr natürlich bei uns im Online-Shop kaufen oder auch in unserem Münchner Shop in der Blumenstraße 3. Vielleicht gibt es die auch beim einen oder anderen Barbershop. Fragt einfach mal nach. Ansonsten kann ich die einfach ohne Bedenken jedem empfehlen, der Bock hat, mal richtig schön Glanz in die Haare zu bringen. Wenn euch jetzt das Review hier gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne einen Kommentar und einen Daumen und im allerbesten Fall drückt noch auf den Abo-Knopf und dann sehen wir uns mit einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, euer Flo.